Und das ist wirklich einer der wenigen Autos in der heutigen Zeit, wo du sagst, wie ist das überhaupt noch möglich, dass es sowas gibt? Also Robert, Ja. Ich muss sagen, heute hast du dich richtig rausgeputzt. Ja, was ist? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe eigentlich nur... Eine richtig, schau mal hier, was? Richtige Strickpulli, ehrlich. Ja, natürlich. Hab dann eine gescheite Jeans und das an deinem großen Tag heute. Wieso mein großen Tag? Ja, heute steht großer Tag für dich an. Nicht, heute ist Montag. Ja, genau. Deswegen großer Tag. Weißt nicht, wo wir jetzt hinfahren? Ich weiß nur einen Tegernsee. Ja, genau. Also wir fahren jetzt hier auf jeden Fall am Tegernsee. Und was kann man am Tegernsee so machen? Boot fahren. Boot fahren, das stimmt. Schwimmen. Ja, ein bisschen kalt jetzt. Wandern. Ins Casino gehen. Also ich glaube, auf jeden Fall, das wird ein schöner Tag für dich heute werden. Ich habe was richtig Schönes für dich nämlich geplant. Der Robert dachte nämlich jetzt, wir fahren nämlich jetzt ins Büro. Machen wir ja auch. Da machen wir uns jetzt gleich gemütlich. Aber vielleicht machen wir noch einen kleinen Abstecher. Du brauchst gar nicht rechts blinken. Ich weiß, da geht's Richtung Büro. Wir fahren jetzt noch kurz ein bisschen geradeaus. Wir besuchen jemanden. Ne? Wir besuchen jemanden. Ja, das siehst du jetzt gleich. Es wird schön. Das halten wir doch gleich weiter. Was hast du gleich gesagt? Dass ich keinen Plan habe, was wir machen. Das macht dich jetzt ganz nervös, gell? Ich merke das schon. Ich finde es so schön. Was meinst du, wie lange ich das geheim gehalten habe für dich? Ich bin mal gespannt, was... Ja? Hast du irgendeine Ahnung, irgendeinen Tipp, irgendwas? Das ist gar keine Ahnung, oder? Weißt du, dass da vorne ein Rewe ist, aber weiß ich auch nicht. Wir gehen jetzt shoppen, das stimmt. Wir gehen jetzt für dich ein bisschen einkaufen. Ja, damit du wieder gut ausgestattet bist, oder? So, Robert. Jetzt darfst du hier den Blinker rechts setzen. Da fahren wir jetzt halt hier rechts runter. Runter? Da fahren wir runter, ja. Ah, ich freue mich ja so sehr. Ich liebe das ja. Wir haben so richtig heute schöne Überraschung machen wir mit dir. Ja, einfach mal so. Das schauen wir jetzt ja gleich mal. Da kommt sogar schon jemand. Ja, was, Robert? Der weiß bisher noch von gar nichts. Ich habe ihn ein bisschen raten lassen, aber er weiß bisher noch von gar nichts. Könnt ihr nicht ohne Grund hier hinfahren? Bis jetzt im Moment. Ich habe zu ihm gesagt, wir fahren zur Firma raus. Wir müssen ins Büro. Dann würde ich sagen, kommt erst mal mit rein, oder? Schauen wir uns das mal an. Robert, was ist da los? Wir schauen. Wir machen heute mal Rollenwechsel. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Das war uns, Mann. Weißt du, wo wir sind? Ja, das kann ich schon sagen, ja. Ja, dann ein herzliches Grüß Gott. Wir sind nämlich bei der AVG im Bund am wunderschönen Tegernsee. Ja. Und ja, wir haben was Nettes für dich vorbereitet. Dazu müssen wir nur in mein Büro gehen. Dieser Blick von ihm, ich finde das ja so schön. Oh, ich mag das ja. Robert, was meinst du, wie lange ich darauf hingearbeitet habe schon? Das ist schon lange Planung gewesen. So, aber Leute, ich würde sagen, wir holen jetzt mal das Mikrofon für den Robert und für mich, platzieren irgendwo eine Kamera und du managst alles Weitere, oder? Ich besorge was zu trinken. Und einen gescheiten Ton, damit die Leute auch was hören, oder? So machen wir das. Und essen tun wir auch noch, keine Sorge, Robert. So, jetzt sitzen wir hier. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich finde das ja irgendwie geil. Wenn du nächstes Mal richtig hier, wenn der Robert angespannt ist. Ich bin wirklich angespannt. Ja, Ich der hab, Verkäufer schon auch ein bisschen. Schaust du gleich auf den Puls, oder ja, was? 149. 149. Ja, aber jetzt zieht jetzt hier gleich die Schuhe aus. Also Fenster sind auf. Robert, das ist doch nur was Gutes für uns. Ja. Also wir befinden uns jetzt beim Mercedes-Händler. Ja, beziehungsweise bei AVG. AVG in Gmund am wunderschönen Tegernsee, der sich hinter uns befindet. Sieht man leider nicht, aber Nee, er ist vor allem tatsächlich bei dem da. Wetter nicht mehr. Ja, genau. Und der Kilian und ich, wir haben uns nämlich schon öfters getroffen gehabt. Ja, du warst ja beim Track Day, ich kenn dich ja. In der letzten Zeit, genau. Sehr gut. Auch? Und ja, Robert. Okay, mir geht's gar nicht gut, Mann. Es kommt ein neues Spielzeug in die Sammlung und was Schönes für uns beide. Da werden wir, glaube ich, viel Spaß haben und auch die Leute werden dabei sehr viel Spaß haben. Was glaubst du, könnte es denn sein? Du weißt ja, ich bin ja nicht mehr so, kann man ja offen sagen, nicht mehr so der allzu große Fan von Mercedes gewesen. Aber es gibt noch ein paar Modelle, wo man sagt, okay, die sind geil. Limitiert. Geil. Kann es eigentlich nur ein Smart for Two sein, oder? Der ist es nicht. Der ist ja noch mit dabei, Der ist es den könnte man noch raushandeln, oder? Schauen wir mal. Schwierig bei dem Der Modell. E-Scooter da Schwierig. hinten, den habe ich eh schon eingebaut. Ja, der ist gut. auf Da jeden können wir Fall. mal drüber sprechen, ja. Ja, das ist schon mal gut. Ja, aber ich sehe sonst noch eine B-Klasse hier oder sowas. Was echt limitiert wäre, wäre ein R63. Gab's vielleicht damals so für Amerika. Aber hast du keinen da, oder? Ja, Ich dann müsste jetzt gerade Auch- überlegen, jetzt weiß ich aber auch wieder Auch was. keine Quote mehr. Mann. Ja, so ein bisschen Können wir nicht mehr verknüpft, bauen. Okay, ich geb dir noch eine seriöse Chance und ansonsten
haben wir da vorne jetzt den großen Bildschirm, Hör mir auf. wo wir jetzt dann gleich das Auto konfigurieren werden. Beziehungsweise, ich habe ihn ja schon konfiguriert gehabt. Ich musste ihn nämlich schon konfigurieren. Wie lange ist das her, Kilian? Wann nicht da gewesen? Ich glaube, irgendwann im Frühling, das oder? war im Juni, glaube ich. Ja, ja. Mai, Juni. Also das Auto Sowas. kam, beziehungsweise kommt schneller als gedacht. Ja. Ja? Also da muss man schon sagen, da hat der Kilian schon sehr Gas gegeben. Also da, und dann dank ein paar Leuten von Mercedes auch, also dass das Dankeschön. Auto auf jeden Fall pünktlich vor Weihnachten ankommt, Das werden wir schaffen. damit wir beide ein schönes Weihnachtsgeschenk haben. Okay, für wen? Beziehungsweise ich für dich ein schönes Weihnachtsgeschenk habe. Digga, was? Womit wir beide sehr viel Spaß haben. Also, letzte Chance. Was glaubst du, könnte es sein? Hoffentlich der neue C69. Weil du da so ein Fan davon Das bist. ist mein Lieblingsauto. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir lassen es mal jetzt so Ich stehen. glaube, dass wir den Bildschirm mal da vorne anmachen und mal so einen kurzen Blick riskieren, was es denn sein könnte. Er ist noch nicht aufgerufen, aber es geht schon mal die Richtung dorthin. Wir werden ihn auf jeden Fall gemeinsam konfigurieren Ja. und wir werden ihn vor allem so konfigurieren, wie du es dir denn vorstellen könntest. Digga, was? Und wenn er dann falsch konfiguriert ist, dann bin ich schuld. Oder ich. Weil, genau, Weil der wir Verkäufer beide, ist immer wir schuld. beide, weil, Leute, wie gesagt, wir mussten das Auto schon konfigurieren. Es war irgendwann Mai, Juni um den Dreh. Ja, aber wir gehen die Konfiguration jetzt nochmal gemeinsam durch und vor allem, wie der Robert ihn nämlich konfigurieren würde. Okay. Komm, bevor es den Robert zerreißt, wir machen mal den Bildschirm hier an. So, Robert. Was könnte es denn sein? Weil limitiert ist ein G63, Ja, ein okay. normaler zumindest Ja. nicht. Ja, gibt's ja. So, wir lösen das Ganze auf. Robert, Ja, wir haben was? uns gedacht, wir werden den G ein bisschen höher bauen. Heißt G63 4x4 hoch Hoch 2. Richtig. Was? So. Und wenn wir das Paket hier hinzufügen, was 119.000 Euro Aufpreis Alter. kostet, damit wir den auch so vorfinden, wie er denn dargestellt wird, mit höher gelegtem Fahrwerk und, wählen wir hier mal das Paket aus und schauen uns erstmal das Fahrzeug an, wie er überhaupt ausschaut. Farbe musst du entscheiden. Robert, was ist los? Ich hör's, ich kipp gleich um. Nicht gut, oder was? Ja, das haben wir ist doch Findest du? wenigstens für uns beides das Einfache, um ins Auto einzusteigen und auszusteigen. Siehst du dich in sowas? Ja, das auf jeden Fall. Spatti, Alter. Kann nicht mehr, Mann. Also ich dachte mir ja, weißt du, so ein normaler G63 ist ja geil. Aber wenn man schon die Möglichkeit bekommt, einen von solchen limitierten Modellen zu bekommen, und vor allem, ich gehe mal stark davon aus, weil man sieht ja, es geht ja immer mehr in Richtung Elektro. Jetzt haben wir es ja erst wieder letzte Woche gesehen. Mit der neuen G-Klasse wird schon richtig fleißig getestet. Und hier haben wir nämlich noch den schönen V8 drinnen und dann auch noch das Ganze hochgesetzt. Denke ich, dass wir da erstens, sage ich mal als Wertanlage, nichts falsch machen. Aber bei uns werden ja auch alle Autos gefahren. Und ich sehe auch das, glaube ich, als sehr guten Daily, oder? So für dich. Ja, irgendwie schon. Er ist auf jeden Fall nicht unauffällig. Also ich habe ja schon immer gesagt, so zum Robert, der passt einfach so ein Richtiges Monster. breites, dickes Ding und Ja. deswegen dachte ich Ein mir, komm, richtiges Monster. was gibt es eigentlich Geileres als ein AMG G63 4x4 hoch 2? Ja, Robert, Digga, mir fällt gar nicht. er wird in die Sammlung kommen. Und das ist auch schon sehr, sehr bald, weil du weißt, das ist jetzt Weihnachten November. steht vor der Tür. Und vor Weihnachten war ja das Ziel, dass das Auto da ist und es sieht aktuell sehr gut aus, dass das Auto bis dahin kommt. Killy setzt sich dafür Definitiv. sehr ein. Und wie gesagt, Leute, ich habe das Auto ja schon konfigurieren müssen mit dem Kilian zusammen. Oh, ich hab so schwitzige Hände, Mann. Aber nachdem das ja so für uns beide ist, das Auto, weil der Robert ja natürlich damit ja auch fahren soll, immer mal wieder, ja, und wir beide sehr viel Spaß damit haben sollen, dachte ich mir, okay, erstens, wir gehen die Konfiguration nochmal gemeinsam durch und vor allem ist es mal interessant zu sehen, wie denn der Robert mal so ein Auto hier so konfigurieren würde, oder? Oder findest du das keine Kannst gute Idee? versuchen, ja? Das kriegen wir mit links hin. Meinst du? Ich habe schon hinter mir gebracht. Nichts leichter als das. Ja, das ist nicht dein erstes Mal. Ich Also ich meine, unterstütze dich da. das Erste, was man ja sagen muss, ist, was war jetzt nochmal Grundpreis von einem normalen G63? Und zwar ein normaler G63 kostet aktuell 187.246 Euro. Das ist schon krass, also das ist schon eine ordentliche Preissteigerung, ne? Das ist schon ein starker Preis. Gut,
Die Nachfrage ist nach wie vor da. Ja. Leider noch immer Bestellstopp, aber die Leute, die einen bestellt haben, kriegen so nach und nach immer ihre Autos und sind nach wie vor begeistert. Ja. Okay, also du kannst den normalen G63 auch schon nicht mehr bestellen. Kannst du aktuell leider nicht bestellen. Ich hatte mal in Erinnerung, dass hier so ein normaler G63 schon so 20.000 Euro günstiger mal gewesen ist, oder? So 160? Das kann mit Sicherheit sein, ja. Gut, das war wahrscheinlich vor 2 Jahren mal. Wir haben Inflation und allem drum und dran. Genau. Das lässt sich nicht mehr vermeiden. Ja, deswegen sind auch über die Preise natürlich gestiegen. Aber trotz dessen, die Nachfrage korrigiert natürlich immer den Preis und die ist nach wie vor vorhanden. Deshalb rufen wir ja auch einen stolzen Preis von 187 auf. Ja. Das Paket nur für den 4x4 haben wir hier gesehen. Wir gehen mal kurz drauf. Und zwar ist das hier unten eingepflegt. Das nennt sich dann Mercedes-Benz AMG G63 4x4 und kostet 119.000 Euro. Was natürlich das ist, wenn man diese Zahl jetzt halt sieht, brauchen wir überhaupt nicht reden. Das ist geisteskrank. Ist eine stolze Summe. Dafür kaufst du dir schon wieder, ja, da kannst du dir eigentlich einen M3 Touring dafür kaufen. Richtig gut ausgestattet. Aber man muss klipp und klar sagen, diese 120.000 Euro, die du dafür investierst, hast du ein sehr exklusives Modell, auf der einen Seite natürlich limitiert. Richtig. Auf der anderen Seite ist das, wenn du einen normalen G63 daneben hinstellst, kannst du einfach nicht vergleichen. Kannst du nicht vergleichen. Es hat auch kein anderer Genau. dieses Auto. Also das ist wirklich einzigartig. Und ich glaube einfach mein AMG, hier steht AMG, ne? Sportlichkeit 63, braucht man nichts dazu sagen. Dann ist das Ganze nochmal höher gelegt für Geländetauglichkeit und diese Kombination eben macht das Auto schon extrem sexy. Und was man ja auch dazu sagen muss, ist, wenn wir uns jetzt einen normalen G63 konfigurieren, ja, dann kommst du am Ende auf jeden Fall bei weit über 200.000 Euro Richtig. raus. Und da muss man ja auch dazu sagen, du hast ja schon extrem viel mit dabei. Es ist eigentlich alles dabei. Was wir jetzt noch wählen können, sind ein paar Feinheiten wie die Farbe, Robert. Da darfst du dich gleich mal ein bisschen spielen. Farbe haben wir gesagt. Wir haben 1, 2 Felgen noch, die wir zum Wählen haben. Und so ein paar kleine Details. Aber grundsätzlich ist jetzt schon mal hier alles drin. Da haut die Kamera gleich Da um. haut die Kamera um, aber den Preis haben wir schon gesagt. Ich weiß nicht, warum es Ja, da hat umhaut. mich auch gerade wieder jetzt umgehauen, nachdem ich das so sehe mit dem Preis, was du da für Aufpreis zahlst. Es ist, wie es ist. Das ist so, das stimmt. Und Wir kriegen einen. genau. Er ist unterwegs und ich würde sagen, wir starten jetzt mal die Konfiguration und schauen mal, was der Robert sich da so überlegt hat. Wenn er sich schon Gedanken gemacht hat. Noch bis jetzt noch nichts für. Okay. Siehst du dich denn überhaupt in so einem Auto? Ja, also für Wertstoffhof ist es ein perfektes Auto. Ja eben, weil du hast ja immer gesagt, der G65 Ja, ist immer das da war ich neidisch. Wertstoffauto. Da war ich immer neidisch. Und ich meine, du tust jetzt auf der einen Seite, ja, ich will jetzt nicht sagen einfacher zum Ein- und Aussteigen. Ich meine, da müssen wir mal vielleicht mit Bravos oder so reden, ob man da so ein paar Trittbretter bekommen mit der Zeit. Dann ist das Ganze noch einfacher. Aber so hast du auf jeden Fall einen besseren Überblick. Ja? Bevor wir jetzt zu dieser Konfiguration übergehen, man muss ja wirklich sagen, es gibt heutzutage Leute, es gibt eigentlich nur noch ein paar wenige Autos, wo du sagst, okay, das ist richtig geil. Aber hier, der G63, ich bin schon immer ein Fan gewesen von dem AMG G63, aber es war immer noch so, wo ich gesagt habe, naja, aber beim 4x4 ist das halt einfach komplett anders. Und das ist wirklich einer der wenigen Autos in der heutigen Zeit, wo du sagst, wie ist das überhaupt noch möglich, dass es sowas gibt? Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Ich gehe stark davon aus, dass es sowas nicht mehr geben wird zukünftig. Ja? Leider muss man wirklich sagen, dass sowas... Weil das nie passt wieder auch kommt. überhaupt nicht mehr in die Marke Mercedes rein. Ja? Einfach von Gedanken her. Und eigentlich ist das ist ein Auto, brauchen wir überhaupt nicht reden, eigentlich ein extrem unnötiges Auto. Eigentlich braucht es kein Mensch. Es braucht kein Mensch, aber es ist einfach geil. Ja. Es ist einfach geil und wir gehen jetzt halt über auf die Lackierung als erstes wahrscheinlich, oder? Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die Lacke an. Genau. Und zwar ist das so ein bisschen aufgeteilt. Wir haben einmal die ganz normalen Metallic-Lackierungen und Unifarben haben wir dabei. Und natürlich geht es dann los mit Manufakturlacken. Robert, was sagst du zum Mattlack? Boah, weiß ich nicht. Also Mattlack ist halt schon immer sehr, sehr empfindlich. Ist sehr empfindlich. Wir haben hier eine immens große Auswahl. Was schwebt dir denn wenigstens von der Farbe vor? Und was man dazu sagen muss, ist, es
gibt ja so einen schönen Hersteller wie XPEL, die darauf spezialisiert sind für Steinleitschutzfolien. Und da kann man ja so schöne glänzende Lacke, kann man nämlich schön mit einer XPEL Stealth Folie ausstatten und dann wird nämlich das Auto automatisch matt. Eben. Also ich hätte Da haben wir es doch. wenn ich eine G-Klasse jemals konfiguriert hätte, Was wir jetzt tun? hätte ich immer schwarz genommen. Schwarz Metallic. Bam! So, Ich glaube, da haben wir auch schon einige Farben, die wir dort unten stehen haben. Die also wir schwarz haben ja lackiert schon ein sind. bisschen diskutiert. Ja. Und Tatsächlich würde also es ich auch glaube, wir nicht haben, passen. wie kann man sagen, wir haben den Schwarze getroffen. Ja, tatsächlich. Also schon mal 100 Punkte, Robert. Oh, Junge, ich schwitze mir rein ab, Alter. Weil ich finde, das passt einfach bei einer G-Klasse am besten und vor allem bei einem 4x4. Ja. Weiß, ja, ist auch ganz geil und es gibt auch wirklich geile Lackierungen von Mercedes. Aber erstens finde ich, sorry, dass ich das sagen muss, aber das spinnen sie ein bisschen mit den Preisen. Also das ist schon brutal, was da für Preise aufgerufen werden. Und da sage ich gerne, wo sind wir denn da? Hier 4.600, aber ich glaube, das geht noch weiter bei den Mattlackierungen vor allem. Ne? Schau mal hier, 7.000 Euro, 8.000 Euro. Das ist halt wieder, wo ich sage, Da muss man sparen. so ein Auto wird richtig gefahren, ja, und das Auto wird komplett, der ganze Lack wird da geschützt, ja, und dieses Obsidian-Schwarz Obsidian-Schwarz ist auch genau dieselbe Lackierung wie beim AMG GT Black Series P1 Edition. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, wie fett sieht das bitte aus? AMG GT Black Series, AMG One und dann hast du ein 4x4. Alle drei schön böse in schwarz. Also ja, 100 Punkte, Robert. Stark, Lackierung haben wir. Ging Das ist gar einfach. nicht gut, Mann. So, brauchst du noch was zu trinken? Ich glaube, da gibt es keine Wasser mehr. Eine Cola, Man Schnaps eher. ein Schnaps, wir haben alles da. Ja, das machen wir später. Farbe haben wir gewählt. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal gleich uns mit der Bepolsterung beschäftigen. Oh, jetzt wird's interessant. Und jetzt wird es interessant, Robert. Wir haben außen schwarz. Und was wollen wir jetzt im Innenraum haben? Wollen wir das schlicht gestalten? Wir haben hier natürlich verschiedene Varianten. Wir haben hier wieder Manufaktur mit zweifarbigen, hier auch Nähten nochmal, die anders widerlegt sind. Wir haben rotes Leder mit schwarz kombiniert. Wir haben rein rotes Leder, das kommt nur hier weiter unten, glaube ich. Hier, das müssen wir uns vielleicht dann nochmal anschauen, mit Farbmusterband. Aber sind da Nähte mit dabei, oder? Also, das kommt drauf an, wenn wir jetzt hier so Manufaktur wählen, sind hier die Nähte natürlich dabei. Wenn wir jetzt halt sagen, wir nehmen beispielsweise diese Variante, haben wir hier erstmal nur diese Varianten. Also, Nähte können wir uns nachher nochmal anschauen. Ja? wenn ich überlegen würde, dann auch innen schwarz mit roten Nähten. Wird, glaube ich, richtig gut kommen. Würde ich meinen. Keine Ahnung. Ja, machen wir das einfach mal, oder? Dann würde ich sagen, wir wählen mal hier Manufaktur, zweifarbiges Leder. Weil was ich ja schon auch geil finde, mit den Grünen, also das mit dem Schwarz-Grün fand ich schon auch fett. Das ist auch geil. So, Robert, was sagst du zu dem Sitz? Macht schon was her. Wir haben aber noch eine andere Variante. Weil hier sehen wir jetzt, dass die Sitzfläche nicht ganz in Rot widerlegt ist. Ich glaube, soweit ich das auswendig weiß, haben wir noch einen Sitz, wo dies eben komplett in Rot widerlegt ist. Das schauen wir uns mal im Vergleich an. Also da kann man schon sehr, sehr viel auswählen bei Mercedes. Das ist schon Das echt geil. ist schon richtig. Wie viele gut, Möglichkeiten du hast. Auf der einen Seite die normale Ausstattung, aber dann auch alles über Manufaktur. Krass, also das ist wirklich grenzenlos in der Richtung. Wir haben jetzt aber hier noch eine Möglichkeit. Und zwar sehen wir hier vorne, ich zeig's dir nochmal ganz kurz, dass wir hier vorne ziemlich viel Schwarz noch dabei haben. Ja, da gibt es jetzt noch einen Punkt, da können wir hier vorne auch noch Rot mit reinbringen und mit schwarzem Leder. Das müssen wir mal kurz raussuchen. Also was man auf jeden Fall schon mal sagen muss, Robert, sehr gut. Wir haben auf jeden Fall denselben Geschmack. Das ist echt extrem, hätte ich jetzt nicht Das gedacht. gefällt mir sehr gut. Er wird auch innen drinnen schwarz-rot werden. Ja, es ist einfach geil, weil das ist sportlich, es ist elegant, es passt zum Fahrzeug. Also sehr gut, Robert. Selber Geschmack. Ja. Es ist nur die Frage jetzt, ich kann mich auch jetzt nicht mehr dran erinnern, Kili, welches Schwarz-Rot wir eigentlich am Ende konfiguriert haben, weil du, glaube ich, 3, 4 verschiedene Möglichkeiten hast. Bei dem einen war es zu viel Rot, bei dem anderen war es zu wenig Rot. Und ich glaube, wir haben auf jeden Fall irgendwas mit roten Nähten dann genommen. Haben wir Weil auch, ja. Da haben wir, glaube ich, einen richtig geilen Mix dann gefunden. Weil Wir da weiß ich müssen noch, da haben tatsächlich die, nochmal genau in die Ausstattungsliste schauen, Ja. aber ich habe jetzt mal hier, das weiß ich ganz sicher noch, wir haben hier nämlich diese Variante gewählt. So, und jetzt haben wir hier auch einen komplett roten Sitz, ja,
Wir sehen es hier vorne, hier waren die Streifen vorher, Ja. die ist jetzt komplett rot geworden und wir haben das Armaturenbrett hier unten in rot abgesetzt und hier oben klassisch schwarz. Ja. Also diese Variante haben wir zu 100% noch nicht gewählt. Genau kann man es natürlich in der Ausstellungsliste mal sagen, aber so haben wir das mit Sicherheit gemacht. Kann ich mich gut daran erinnern, echt. So schaut es hier von vorne aus. Macht schon was her, ja? Das macht schon echt was her. Was wir noch ändern müssen, ist definitiv hier unten. Das ist jetzt in Klavierlack, glaube ich. Ja. Würde ich jetzt nicht empfehlen. Nee. Sehr empfindlich. Ja, Was nehmen wir da, Robert? Ja, wenn es Carbon gibt, dann Carbon. So machen wir das. Ich würde sagen, wir gehen einmal von oben kurz durch, dass wir das einfach nochmal aufrollen. Und hier fallen mir natürlich gleich 2 Punkte auf. Würde ich sagen, nehmen wir mit. Und wenn wir jetzt hier ein Neidpaket nehmen, das ist beides zusammen, nehmen wir Neidpaket 2 natürlich auch noch mit, damit wir da vorne schön alles in schwarz Da bekommen. ist Kühlergrill, alles in schwarz, ganz nett. Da ist Nehmen wir alles in schwarz. Ich richtig? versuche das mal zu zeigen, wie das hier ausschaut, wenn das Bild sich hier sehen lässt. Jawohl, genau, Kühlergrill, alles in schwarz. Tatsächlich kommt, glaube ich, extrem böse. Ja, vor allem bei schwarz. Richtig. So, ich schau mal hier, ich mache dann Stopp, wenn ich ein Paket finde, was für den 4x4 ist. Also Technikpaket, das ist alles schon dabei. Performance-Paket und so auch nicht, oder? Performance-Paket auch, das wäre beim Normalen, dass du die Höchstgeschwindigkeit ein bisschen verändern kannst. Das geht leider nicht für den G63 4x4. Wie viel ist der abgeregelt? Wenn ich mich richtig daran erinnern kann, ist der bei 210 abgeregelt. Okay. Können wir Reicht da ja. auch mal gerne anschauen. Reicht völlig aus. Ich weiß gar Für nicht, was? ob ich 210 mit dem Fahrzeug jemals fahren Das ist die werde. Frage, für was es ausreicht. Ja, dann, Robert, schauen wir mal weiter. So, innen haben wir alles besprochen, Farbe haben wir auch alles gemacht. Dann überspringen wir den Punkt mal. Räder, ganz ein wichtiger Punkt. Wir haben jetzt hier 2 verschiedene Räder. Da würde ich auf natürlich, wahrscheinlich komplett in schwarz gehen. Ja. Heißt, wir wählen hier mal die 22 Zoll in schwarz aus. Und vor allem, das sind Reifen für Sommer und Winter, ne? Korrekt. Das sind ja eigentlich so ein bisschen, sind keine Eigentlich- Offroad-Reifen, aber Genau, ich glaube, es ist mit Matsch und Schnee, es sind Allwetterreifen dort widerlegt. Genau müsste ich nochmal drauf schauen. ja. Hat noch nicht so viele jetzt hier bei uns tatsächlich. Also das Modell ist limitiert und daher nicht jeden Tag hier zu sehen natürlich. Ja. So, Felgen haben wir damit geklärt. Dann schauen wir mal noch weiter. Bremssättel natürlich in Rot lackiert, würde ich auch tatsächlich nicht ändern. Wir haben rotes Leder innen drin. Denke ich mal, wirst du mir zustimmen, wenn wir das so Ja. lassen. So, jetzt gibt es einen Punkt, den kann man tatsächlich auch beim normalen G63 bestellen. Hieß früher Professional, ist jetzt noch immer hier der Professional Dachträger, Haben wir damit schon dabei, du oder? dich aufs Auto stellen kannst, Robert. Brauchen wir den Dachträger eigentlich? Eigentlich ja, oder? Aber ist- ist normal so kann man den bestellen. Ja. Ehrlich. Also Aber nicht, wo die G400, Leiter dann dabei ist und so, oder? G400 mit Dachträger habe ich schon das öftere mal gesehen. Ja. Ehrlich. Ja. Aber mit Tatsächlich. Leiter. Um da hochzukommen, brauchst du auch die Leiter. Also ist die Leiter auch tatsächlich dabei, ja. Das habe ich noch nie Ja. gesehen. Ja. Außer bei einem 4x4. Ja. Ja. Aber da wirkt es natürlich noch mal extremer, weil wir haben natürlich vorne auch eine riesen Beleuchtung, die mit Carbon allen abgedeckt ist und dahinter kommt dann der Dachträger mit diesem monströsen Reifen und der Leiter, die dann Ja, ich hängt. denke mir halt, weißt du, wenn wir irgendwie im Wald unterwegs sind oder wenn wir beim Fischen sind, weißt du, beim Angeln an Ja, dem See, ja. dann kann man sich oben gemütlich machen. Ich weiß nicht, für was kann man es noch gebrauchen. Kannst die Matratze oben drauf machen, kannst dich Für so zum Schlafen. ja, Ja. beispielsweise kann Wenn man. wir campen gehen, dann wir brauchen gar nicht, wir können das Brauchen Zelt kein oben Hotel auf mehr, dem Dach aufschlagen. Also Braucht es gar kein Hotel mehr buchen. sehe ich gut angelegt, Ja, Ja. eigentlich schon. oder? Ja, Dann nehmen wir das lassen wir doch das mit. so drinnen. Perfekt, lassen wir das. So, dann schauen wir mal weiter. Das ist alles wieder für den normalen. So, Robert. Eine Feinheit haben wir hier noch. Und zwar kannst du hier mal lesen, wir könnten hinten dir einen Holzboden verbauen. Was? Das ist nicht dein Ernst. Ja, sehen wir uns das Bild mal an. Ich glaube, da kann man das ein bisschen erkennen. So, Also ich würde es jetzt nicht brauchen. Nee. ist eine Option. Liegt bei 2.856 €. Ja, Ich glaube, wir lassen da ganz normal Velour und machen da womöglich noch eine Gummifußmatte rein, ja, eben. damit das Ganze nicht ganz so empfindlich ist. Ja, eben. Ja? See habe ich genauso für unnötig angesehen. Eben. Also, Nimmst die Kohle lieber und gehst hinten da ins Casino. ja, oder Alles holen wir verbraucht. einfach vom Hagebau ein paar Holzbretter, die Ja. können wir auch dann hinten reinpflügen, dann haben wir auch einen Holzboden. So sieht's aus. Alles gut, haben wir abgehakt. Dann würde ich sagen, haben wir eigentlich noch eins, was mir jetzt tatsächlich einfällt. Und zwar ist das Lenkrad, weil die restliche Ausstattung ist alles schon im Fahrzeug verbaut. Und Lenkrad
werden wir wahrscheinlich, hast du vorhin schon erwähnt, Robert, Carbon-Design machen. Hilft nichts. Carbon Hilft nichts, und oder? schön Mikrofaser. So Ja. machen wir das. Und einmal ohne Lenkradheizung. Ausnahmsweise. Ah ja, das ist ja mal nett. Siehst du, Robert der hat schon dazugelernt. Nicht wie beim M3 Touring, ne? Vermisse ich immer noch das Alcantara-Lenkrad. Ist nicht verbaut? Nee, weil angeblich habe ich Lenkradheizung genommen, aber Weil Robert unbedingt beim M3 Touring Lenkradheizung haben wollte. Und dementsprechend, weißt du, jetzt haben wir es mal so gemacht, dass ich das Auto schon davor mit dir konfiguriert habe. Schön. Und jetzt lassen wir den Robert einfach nur noch mal kontrollieren. Aber man sieht auf jeden Fall, Robert, wir haben einen, ja eigentlich kann man schon sagen, den gleichen Geschmack. Geschmack, ja. Ja? Tatsächlich. Also sei es jetzt Außenlackierung, sei es innen, auch jetzt gerade hier am Ende mit dem Kofferraum, dass du auch sagst, das mit dem Holz ist total braucht kein unnötig. Mensch. Und ja, Letztendlich ist das die Ausstattung. Wir sind hier beim stolzen Preis von 317.000 € Das ist angekommen. ordentlich. Und das wäre dein Auto, Robert. Ich kann es gar nicht realisieren. Ich merk's. ja, Robert, das wird unser neues Spielzeug werden. G63 4x4 hoch 2. Spinnst du komplett? Und nochmal, um das zu sagen, also ja, es ist eigentlich das unnötigste Auto, aber es ist auch irgendwie auf der anderen Seite das geilste Auto. Und Das unterschreibe ich zu 100%, ja. ob es dann sowas irgendwann mal wieder in die Richtung geben wird, zweifle ich sehr stark Ja, an. glaube ich eher weniger. Und vor allem dann auch nicht mehr mit einem V8. Definitiv nicht. Ja. Und vor allem dann auch natürlich die Exklusivität, die du mit dem Auto hast, gegenüber einer normalen G-Klasse oder auch generell. Ja, es ist einfach so ein verrückt geiles Auto. Wir schauen uns das nochmal an. Alter, meine Pumpe, die geht auf Hochtouren. Und hier, wie gesagt, sind die Lichter oben drin. Wir haben die schwarzen Felgen gewählt. Die roten Bremssättel zeigt er da jetzt. Hat ja Die nicht zeigt dann nicht an, tatsächlich. Ich muss es erst mal sacken lassen. Ich Musst du erstmal sacken lassen. Ich zitter am Finde ganzen Körper. Gute Wahl oder nicht? Das ist geisteskrank. Es ist einfach so ein geiles Auto. Voll. Es ist einfach so ein unnötiges Auto, aber es ist einfach so geil. Und Leute, ich freue mich ja schon so darauf, weil, Kilian, du hörst ja jetzt gerade eh nicht zu. Ich höre nicht zu. Wenn das Auto kommt, ich habe da schon ein paar coole Ideen. Also ich glaube, Robert, da werden wir Spaß haben und schauen wir mal, was wir uns da alles so überlegen werden. Wunderbar. Ich kann nicht mehr, Mann. Und wie gesagt, es ist jetzt November und anscheinend, wenn alles gut läuft, Leute, Bei Mercedes Robert? läuft nur alles gut. dann ist es in ein paar Wochen schon soweit. Ja? So. Ja, jetzt, wo wir das Auto wieder konfiguriert haben, dann bin ich echt heiß drauf, dass das Schön, Auto ich bin bald kommt. schweißgebadet, Mann. Ich kann nicht mehr. Sollen wir besser Schluss machen? Ja, Ja? ich glaube schon. Okay, Leute, also AMG G63 4x4 hoch 2 wird in die Gear Collector Sammlung kommen. Für den Robert und für mich gemeinsam neues Spielzeug, mit was wir rumfahren werden, mit was wir geilen Content produzieren werden. Und wie gesagt, schauen wir mal, der Schnee, der Winter, der naht. Und ich glaube, da können wir schon was Geiles machen. Und wie gesagt, auch Kilian, großes Dankeschön an dich, Gerne. dass das so einwandfrei geklappt hat. Ich sage vielen Dank für den Besuch. Machen wir Schluss? Gehen Gehen wir wir jetzt lieber- was kann essen? nicht mehr. Im Bräustübel gibt es Scheiße. kleine Schweinshaxen. Oder nicht zur mehr. Beruhigung. Ja. Noch eine Häube und dann fahren wir wieder heim, oder? So machen wir das. Alles klar, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Peace out. Robert, jetzt noch irgendwelche letzten Worte. Alles klar. Perfekt. Danke. Fällt nichts ein.